Hey, es ist wieder soweit. Eine neue Version von PandaPipes wurde released. Die Version 0.10.0. Updatet jetzt eure Software über pip, GitHub oder PyPy. Es gibt da drin einige Fixes, aber auch Changes und sogar Edit Features. Schaut euch alles mal in Ruhe an. Ein neues Feature ist besonders für Wärmenetze spannend. Der sogenannte Heat Consumer. Er fasst nun zum ersten Mal einen Heat Exchanger mit einem Flow Controller zusammen, sodass es wesentlich einfacher wird, hier viele Wärmeverbraucher zu implementieren. Wie das in früheren Versionen gemacht wurde und wie es in der neuen Version funktioniert, erkläre ich euch hier im Video anhand eines kleinen Wärmenetzes mit Vor- und Rücklauf und 4 Verbrauchern. Was sind denn jetzt eigentlich diese Wärmeverbraucher? Nun, Wärmeverbraucher können vielfältig sein. Im Prinzip sind es Orte, wo Wärme in Form von Raumwärme oder Warmwasser gebraucht wird. Die Temperaturen liegen dabei etwa zwischen 40 und 100 oder 120 Grad. Sie können ganz unterschiedlich sein, weil auch die Gebäudeart, die Dämmung und auch der Trinkwarmwasserverbrauch unterschiedlich ist. Schauen wir uns zum Beispiel mal ein normales Gebäude hier an oder ein Mehrfamiliengebäude, da ist der Raumwärmebedarf natürlich viel höher. Es gibt auch Industrieverbraucher oder Bürogebäude, Geschäfte natürlich oder Schulen. Das sind nur einige Auszüge aus den möglichen Wärmeverbrauchern. Man muss jetzt wissen, Trinkwarmwasser sollte immer heißer sein als 55 oder 60 Grad, um die Legionellenbildung zu vermeiden. Bei anderen Nutzen der Wärme, zum Beispiel im Industriekontext hier, können aber auch sehr hohe Temperaturen benötigt werden. Aber bleiben wir mal bei den Haushaltsabnehmern für die Gebäudewärme. Diese können natürlich auch durch unterschiedliche Wärmequellen bedient werden. Bisher werden sie beheizt durch zum Beispiel häufig dezentrale Öl- oder Gasheizungen, aber auch Wärmepumpen kommen immer häufiger vor, vor allem in den neuen Gebäuden. Im Folgenden nehmen wir aber einfach mal an, dass unsere Häuser, 4 Stück, mit Hilfe eines Wärmenetzes versorgt werden. Und wie bilden wir das jetzt ab in PandaPipes? Das ist die Frage. Das ganze System, was wir modellieren werden, können wir uns so vorstellen wie hier dargestellt. Zunächst wird die Wärme erzeugt, hier, zum Beispiel als Abwärme in einem Kraftwerk. Die Wärme wird dann eingespeist ins Netz, in den sogenannten Vorlauf. Der bringt die Wärme dann zu den Haushalten, sodass wir das da auch im kalten Winter schön warm haben. Nun schließt sich der Kreis durch den sogenannten Rücklauf, der etwas kälter ist und hier blau dargestellt. Da wird das abgekühlte Wasser also wieder transportiert zurück zum Kraftwerk. Hier kann es dann erneut aufgeheizt werden, um in der nächsten Runde die Häuser weiterhin mit Wärme zu versorgen. Dies ist der typische Verlauf eines Wärmenetzes. Wir haben eine Quelle, einen Vor- und einen Rücklauf und Wärmeabnehmer. Und genau das setzen wir nun in PandaPipes um. Das wird dann am Ende so aussehen. Zunächst werden wir es für die alte Version umsetzen, 0.9.0, und danach zeige ich euch, wie viel einfacher es wird, wenn wir die neue Version benutzen. Hier seht ihr nochmal die Darstellung für die Version 0.9.0. Die schwarzen Linien stellen die Rohre und Verbindungen dar. Die roten Punkte sind die Junctions, also die Knoten. Hier sehen wir nun, dass der Wärmeerzeuger mithilfe einer Pumpe dargestellt ist. Die Pumpe pumpt das Wasser durch den Wärmekreislauf. Sie stellt aber auch ausreichend Wärme für die Abnehmer zur Verfügung. Es gibt Rohre, also die Pipes, die den Flow, das ist der Vorlauf, darstellen und den Return Flow, also den Rücklauf repräsentieren. Und nun einen Verbraucher,
darzustellen, benötigen wir in dieser Version zwei Elemente, einen Heat Exchanger und einen Flow Controller. Beides wird zusammen mit einer Junction verknüpft und pro Haushalt eingebunden und ist sowohl mit dem Rücklauf als auch mit dem Vorlauf verknüpft. Alles klar soweit? Nee? Na, wir kommen jetzt erstmal zur Umsetzung mit Python. Yay! So, fangen wir einmal an. Wie immer importieren wir natürlich erstmal Panda-Pipes und in dem Fall hier auch noch die Pipe-Komponente. Schaut mal, ob das bei euch wirklich sein muss oder ob ihr es auch weglassen könnt. Bei mir klappt es so am besten. Dann öffnen wir wieder ein leeres Netz mit Create Empty Network. Hier wählen wir als Fluid diesmal Wasser. Wir wollen ein Wärmenetz darstellen, in dem Wasser durchfließt. Beschäftigen wir uns nun als erstes mit dem Aufbau des Hinflusses, des Flows. Dazu erzeugen wir wieder Junctions mit dem Create Junction Befehl. Wir legen mal 5 bar fest, geben dem Fluid eine gewisse Temperatur und nennen die Junction 1,1. Das ist beliebig. Ihr könnt sie auch anders nennen. Und so bauen wir nach und nach zunächst die roten Punkte, nämlich die Knoten auf. Hier ist die nächste Junction mit der Zahl 1. Dann kommt die nächste Junction J2 mit dem gleichen Befehl. Und die nächste J3 mit dem gleichen Druck und der gleichen Temperatur. Und die letzte des Hinflusses, nämlich J4. Wir machen es uns da einfach und nehmen überall die gleichen Parameter an. So, als nächstes kümmern wir uns um die Pipes zwischen den Junctions. Hier benutzen wir wieder Create Pipe from Parameter und legen die Parameter fest. Als erstes, von welcher Junction zu welcher Junction wir diese Pipe legen wollen. Hier zum Beispiel von J11 nach J2. Die Länge ist wieder 1 Kilometer. Wir definieren einen bestimmten Durchmesser und legen weitere Parameter fest. Und das machen wir jetzt zwischen allen Junctions, um sie miteinander zu verbinden. Also alle Junctions, die wir eben erzeugt haben, werden jetzt mit Pipes verbunden. Jetzt noch die Junction J2 mit J3. Und wir machen es uns wieder einfach und benutzen überall die gleichen Längen und die gleichen Parameter. Am Ende kommt die Pipe zwischen J3 und J4. So, und ganz genau so ähnlich bauen wir den Rückfluss auf, den Return Flow. Wir bauen wieder zuerst die Junctions für den Return Flow, J00. Hier nehmen wir einfach wieder die gleichen Anfangsparameter, um es uns wirklich einfach zu machen. Die nächste J0. J7. Wieder erhalten alle den Druck von 5 bar und die gleiche Temperatur des Fluids. J6 wird auch created. Und am Ende noch J5, hier die rechte untere Ecke. Und könnt ihr schon raten, was als nächstes passiert? Ich denke schon, oder? Wir createn die Pipes zwischen den Junctions, wie eben oben auch. Und die nächste Pipe.
Und die letzte Pipe auch. So, was fehlt uns jetzt noch? Genau, zunächst einmal die Pump. Diesmal wollen wir eine Constant Pressure Pump, um den Druck in dem Kreis aufrechtzuerhalten. Und zu guter Letzt natürlich das Wichtigste, die Wärmeverbraucher, die von dem Netz versorgt werden wollen. Dafür bauen wir hier einen ersten Wärmeverbraucher. Zunächst bauen wir die Junction. Weil unser Wärmeverbraucher hier noch aus 2 Elementen besteht, brauchen wir zwischen diesen beiden Elementen eine Junction. Dann bauen wir das erste Element, nämlich den Flow Controller. Da müssen wir wieder definieren, zwischen welchen Junctions der stattfindet und wie der Massenfluss kontrolliert werden soll. Als zweites brauchen wir dann immer einen Heat Exchanger. Und das Ganze, wenn wir jetzt den ersten Heat Consumer haben, wiederholen wir noch 3 Mal. Und da ihr schon wisst, wie es geht, hier im Schnelldurchlauf. Tada! Und das war's schon. Damit haben wir unser Netz schon fertig. So, jetzt prüfen wir, ob alles geklappt hat. Dafür importieren wir schon mal das Plotting-Modul. Wenn ihr euch ansehen wollt, ob ihr alle Komponenten im Netz habt, die ihr wolltet, also nicht zu viele und nicht zu wenig, könnt ihr euer Netz auch wieder anschauen und die Parameter in Form von Panda Data Frames ausgeben lassen. Ihr könntet auch das Netz plotten. Aber ihr seht schon, ohne Geokoordinaten sieht das alles noch recht, naja, eigenwillig aus. So ein bisschen, als ob Picasso das Netz gemalt hätte. Oder was meint ihr? Naja, am Ende dürft ihr natürlich nicht vergessen, wieder den Pipeflow zu berechnen. Das haben wir jetzt hier auch schon gemacht. Die Ergebnisse könnt ihr euch jetzt auch als Graph ausgeben lassen, also wenn ihr den Pipeflow berechnet habt. Jetzt müsst ihr aufpassen, welche Junction-Nummer hier welcher Junction zugeordnet ist. Das ist immer abhängig von der Reihenfolge, in der ihr die Junctions created habt. Zunächst mal zeige ich euch hier eine Möglichkeit mit Matplotlib, die Junction Pressure in Bar zu plotten. Um jetzt zu verstehen, was die Plots und die Ergebnisse bedeuten, schauen wir uns mal an, wo die Daten hingehören. Zum Beispiel haben wir die ersten 4 Punkte im Diagramm hier mit Pfeilen dargestellt in Gelb. Der erste Punkt im Diagramm 0 ist also J11. Der zweite ist J1 und dann geht es erstmal runter zu J10 und dann rüber zu J2. Da müsst ihr aufpassen, was ihr plottet und wie ihr es plottet. Die nächsten Punkte sind hier in grün dargestellt. Wir gehen dann von J2 nach J27, nach J7 und nach J3. Das kann bei euch natürlich anders sein. Prüft es mal nach. Dann zeigen wir hier die nächsten Punkte in Blau, sind von J3 über J36 zu J6 und zu J4. Ihr seht immer, die Junction zwischen dem Flow Controller und dem Heat Exchanger bleibt konstant. Genauso hier in Violett.
Die nächsten Punkte sind J4 nach J4,5 nach J5. Und zurück geht's mit den letzten Punkten in Rot. Als nächstes schauen wir uns mal das Gleiche an für die Junction Temperature. Und hier wieder aufgepasst, welche Punkte wir darstellen. Zunächst die 4 Junctions hier mal in Gelb dargestellt. Dann die Punkte der nächsten 3 Junctions hier in Grün. Die nächsten sind die blauen. Und der Rückweg fängt dann fast an. Der letzte Heat Consumer ist in Violett dargestellt. Und in Rot gibt es wieder den Rückfluss. Als nächstes schauen wir uns noch einen weiteren Parameter an, nämlich die Pipe Mean Velocity. Diesmal schauen wir also nicht nach den Junctions, sondern nach den Pipes. Ihr seht auf der rechten Seite wieder den Code, mit dem ihr diesen Plot unten herstellen könnt. Aber wie gesagt, es ist immer wichtig zu schauen, in welcher Reihenfolge plotte ich denn jetzt meine Ergebnisse. Das ist nicht automatisiert, sondern liegt ganz an eurem Coding. Hier seht ihr den Hinfluss in Gelb, den Rückfluss in Blau. So, und jetzt nochmal, und zwar nämlich die Pipe Temperature. Und die gibt es natürlich zweimal. Einmal am Anfang der Pipe und einmal am Ende der Pipe. Dieses wird mit T from und T to gekennzeichnet in unserem Datenmodell. Und ihr seht hier die beiden Ergebnisse, einmal in Rot und einmal in Grün. Und schauen wir uns die Daten wieder im Plot an oder in unserem Diagramm, sehen wir, zuerst wird der Flow dargestellt und unten werden die Pipes geplottet für den Rückfluss, den Return Flow. So, das war's mit der alten Version. Schauen wir uns das jetzt mal mit der neuen PandaPipes-Version an. Dafür müssen wir unser Diagramm hier erstmal ändern. Zunächst mal nehmen wir die Junctions weg. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir nämlich nicht 2 Elemente haben werden, sondern nur noch ein Element. Deswegen entfernen wir jetzt auch die Elemente, den Flow Controller und den Heat Exchanger. Und was ersetzen wir jetzt dahin? In das leere Netz. Wir ersetzen es durch einen Heat Consumer, also durch ein einziges Element. Das vereint nun die Funktionen der alten sozusagen 3 Komponenten, einer Junction und 2 Komponenten, nämlich dem Flow Controller und den Heat Exchanger. Also in der neuen Version 0.10.0 wird aus Flow Control plus Heat Exchanger der Heat Consumer. Prima, oder? Das sieht dann also im Code folgendermaßen aus. So, erstmal weg mit dem alten Code für die Junction, den Flow Controller und den Heat Exchanger. Und dann schreiben wir den neuen Code für den Heat Consumer hin. Dazu gibt es jetzt den neuen Befehl Create Heat Consumer. Hier werden die Parameter eingesetzt, die wir vorher auch im Flow Controller und im Heat Exchanger hatten. Easy, oder? Doch eine Sache war lustig, als ich versucht habe, das Netzwerk zu plotten, habe ich festgestellt, dass es noch kein Symbol gibt für das neue Element. Keine Sorge, das wird nachgeholt. Schaut mal nach, ob es in der Version, die ihr jetzt habt, schon da ist. Und schreibt es in die Kommentare, welches Symbol hier am Ende gewählt wurde.
Die Ergebnisse könnt ihr euch jetzt genauso wie vorher beschrieben wieder als Graph ausgeben lassen. Und hier können wir mal vergleichen, was sich jetzt verändert hat. Links seht ihr die Ergebnisse mit der alten Version. Und hier rechts kommen die Ergebnisse mit der neuen Version. Beachtet auch wieder die Pfeile, deren Farbe und die dazugehörigen Datenpunkte. Diesmal haben wir natürlich viel weniger Punkte, weil die Junction in der Mitte von den beiden alten Elementen wegfällt. Das heißt, wir haben jetzt hier immer nur ein paar Punkte und der Punkt, der sowieso konstant sich an den vorhergehenden Punkt anschloss, ist weg. Lila ist wieder unser letzter Heat Consumer und der Rückweg ist hier etwas durcheinander geraten. Wir gehen zuerst von der Junction 5 hin zur Junction 00 und dann nochmal zurück zur Junction 0. Deswegen ist hier auch der letzte Punkt höher im Druck als der vorletzte. Ihr seht also, man muss sehr genau aufpassen, welche Junctions man in welcher Reihenfolge plottet. So, zu guter Letzt vergleichen wir nochmal die Ergebnisse beider Versionen für die Temperatur der Junctions. Und wir sehen wieder folgenden Unterschied. Links seht ihr wieder die alte Version und rechts die Ergebnisse der neuen Version. Die ersten beiden Heat Consumer sind angeschlossen und werden geplottet, vielmehr die Junctions J1, J2 in Gelb. Dann haben wir wieder zwei weitere Junction Temperatures für Grün, zwei weitere in Blau und der letzte, die Junction 5, ist hier geplottet mit Lila. Dann machen wir wieder den Fehler und gehen zuerst zu J00 und zurück zu J0, was diesen Anstieg am Ende wieder hervorruft. Also der Unterschied in Rot ist unsere eigene Schuld der Programmierung und hat nichts mit einem veränderten Fluss oder Temperatur im Netz zu tun. Beide Varianten könnt ihr mit der neuen Version immer noch programmieren. Aber die neue ist doch wesentlich einfacher zu handhaben, meint ihr nicht auch? Ich freue mich schon, wenn ihr es ausprobiert. Und sagt mir, was ihr davon haltet. So, ich hoffe, das hat euch einen Einblick in die Wärmenetzsimulation mit PandaPipes vermittelt. Und das war's wieder mit diesem Video für heute von den integrierten Energieinfrastrukturen. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, schreibt diese in die Kommentare.